Hallo zusammen, ich habe für euch heute was vorbereitet und das seht ihr oben in dem Eck und das sind lauter verschiedene Sensoren, also so die gängigsten, die man eigentlich kennen sollte, und da werde ich euch ein bisschen was dazu erzählen, zu jedem Sensor oder zu jedem Bauteil, und ich glaube, wir starten gleich. Fangen wir mal mit dem Luftmassenmesser an. So sieht das Ganze aus. Und zwar gibt es da eine Einbaurichtung. Dieses Bauteil misst die angesaugte Luftmasse. Früher hat man die Luftmenge noch errechnet, das heißt, man hat über den Klappenwinkel und die Ansauglufttemperatur die Luftmenge berechnet. Das ist aber relativ ungenau, da die Luft im kalten Zustand mehr Luftpartikel enthält wie im warmen Zustand. Und deswegen ist ein Luftmassenmesser das viel genauer. Man sieht auch, da ist so ein Element da eingebaut, also so sieht das Ganze aus. Und da sind Temperatursensoren. Dieses Bauteil brennt sich dann frei, da gibt es ein Plättchen, das misst dann die durchströmende Luft. Die wird dann quasi abgekühlt an diesem Plättchen und die Erhitzung, die wir dann dafür brauchen, um die gleiche Temperatur zu erreichen, wird dann als Stromaufnahme gemessen und das Steuergerät weiß, wie viel Luftmasse wir da ansaugen. Genau. Was ich euch zu den Defekten von den Luftmassenmessern sagen kann, also die Luftmassenmesser sind relativ unanfällig. Klar, also sie sind mal kaputt, aber was sich halt bemerkbar macht, wie sie denn kaputt gehen, ist meistens das Fremd- oder quasi das Eigenverschulden, wenn man den Luftmassenmesser oder quasi zum Starten oder irgendwie Silikonspray draufsprüht oder irgendwas quasi auf diese Beschichtung draufkommt, dann gehen die gerne auch mal kaputt und so. Zum Kauf eines Luftmassenmessers ist es ganz wichtig, wenn ihr eine Bosch Einspritzanlage habt, dann kauft auch einen Bosch Luftmassenmesser. Wenn ihr eine Denso Anlage habt, dann kauft ihr einen Denso Luftmassenmesser. Versucht bitte bei dem Serienhersteller, der verbaut worden ist, zu bleiben, weil es könnte sein, dass ihr euch Fehler einbaut, denn diese Luftmassenmesser sind fein injustierte Bauteile, die genau auf dieses Einspritzsystem passen. Falls ihr euch etwas anderes kauft, kann es sein, dass es im Rahmen, sage ich mal, nicht genau passt oder nicht fein justiert ist und es dann halt einfach Komplikationen gibt. Und wundert euch nicht, ich habe mir die Pfote eingeklemmt, also halb so wild, ich bin noch da. Und alle, die fleißig zuschauen, ich stelle euch mal jetzt so einen Sensor vor, ihr guckt mal, was das sein könnte. Und das Rätsels Lösung erzähle ich euch ganz zum Schluss natürlich, was es sein könnte. Aber ratet mal, überlegt mal, was es sein könnte. Wir gehen weiter zur Pumpe, und zwar die elektrische Umwälzpumpe wird heute sehr, sehr gerne verbaut und ihr seht mal, wie so ein Gehäuse aussieht. Da ist lauter Elektronik drin, ja. Das ist zwar ein dreipoliger Stecker, aber die Dinger sind schon überwacht, die ermitteln eine Drehzahl, wenn das Gerät in Arbeit ist, sage ich mal, oder das Bauteil, und wie komplex sowas aufgebaut ist und ja, diagnosefähig, also in dem Sinne, das Steuergerät erkennt, wenn das Ding kaputt ist. Was man gerne bei diesen Wasserpumpen hat, ist, entweder sind sie mechanisch kaputt vom Gehäuse oder es tritt irgendwie Flüssigkeit aus dem Stecker aus oder sie drehen sich einfach nicht, weil die Elektronik zerstört ist oder irgendeine Beschädigung hat. Aber das merkt man dann im Fehlerspeicher. Hier ein Bauteil, das nennt sich Ölstand- oder Ölqualitätssensor. Das gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und wir haben hier als Beispiel nur diesen Ölstand. Wie das Ganze funktioniert, wir haben einen dreipoligen Stecker, einfach mal plus minus, und das andere ist das Signal, und zwar wird über diesen Stab die Leitfähigkeit des Öles gemessen. Also wir messen die Leitfähigkeit, weil das Öl immer mehr mit, sage ich mal, Schmutzpartikeln oder Metallabrieben versehen wird, und durch die Leitfähigkeit heißt, umso leichtfähiger das Öl ist, umso schlechter die Ölqualität. Und so wird auch der Stand gemessen, da gibt es dann unterschiedliche Widerstände oder quasi da gibt es eine Leiterbahn, und je nachdem wie sie abgedeckt ist, dann merkt dann der Sensor, okay, wir haben halb, wir haben voll, wir haben leer, und meldet das dem Fahrer entsprechend. Also ein Ölstandssensor nennt sich das. Was bei diesem Ölstandssensor gerne kaputt geht, an sich, sage ich mal, eher relativ selten,
Klar gibt es mal, dass die kaputt sind, aber wenn, dann sind meistens entweder die Stecker, sage ich mal, hier oxidiert oder das Kabel abgebissen, aber ansonsten relativ unauffällig. Hier haben wir einen Kandidaten, das ist ein sogenannter Stellmotor oder Schrittmotor. Der befindet sich in einem Scheinwerfer und sorgt dafür, dass ihr eure Höhenverstellung einstellen könnt. Also das ist quasi die manuelle Verstellung. Und da sieht man, wie dann über Zahnräder die Welle verstellt wird. Auf jeden Fall ist es so, dass hier ja ein Gewinde ist und dieses Zahnrad wird gedreht, das ein Gewinde besitzt, und dann wandert quasi der Bolzen raus oder rein. Und dadurch verstellt sich die Höhe am Scheinwerfer. Also das ist ein Verstellungsmotor, so ein Schrittmotor, und die Dinger gehen schon ab und zu mal kaputt. Ja, das ist nicht ganz unbekannt. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr den Motor einzeln wechseln. Wenn ihr Pech habt, könnt ihr einen neuen Scheinwerfer kaufen. Dann kommen wir mal zu meinem Lieblingskandidaten. Das ist der Brems- oder Kupplungsschalter. Geht auch gerne mal kaputt. Und zwar hat dieser Brems- oder Kupplungsschalter oder wie ihr ihn auch nennen wollt. Und zwar ist die Besonderheit darin, ihr seht, da gibt es einen Teil, der sich verstellen lässt. Also hier vorne. Und zwar, wenn ihr den eingebaut habt. Und ja, er ist gerade momentan defekt. Er lässt sich dann in einer bestimmten Position einrasten. Also wenn das hier dann gedreht wird, also wenn ihr in die Pedalerie, in den Kupplung oder Pedalschalter Position einbaut, dann könnt ihr den verstellen, dann rastet der so und ihr müsst die Position richtig einstellen. Ja, zum Prüfen, da gibt es eigentlich nur ein bisschen Spannungsversorgung und ein Rücksignal. Und das eine Signal, ach so, ich könnte euch was dazu erklären, und zwar die 4 Pins. Und zwar einmal bekommt quasi entweder das zentrale Elektroniksteuergerät ein Signal fürs Bremslicht oder es geht direkt aufs Bremslicht, und das andere benötigt das Motorsteuergerät, um quasi das Drehmoment zu verringern. Mein nächster Kandidat ist das Schubumluftventil. Das Schubumluftventil ist weniger ein Sensor, ist mehr eigentlich ein Aktor. Ein Aktor heißt, es ist nur ein Teil, das, sage ich mal, auslöst. Und dieses Bauteil sorgt dafür, dass ihr kein Turboloch habt. Ihr leitet quasi mit diesem Magnetventil, wenn das dann öffnet, den Überdruck zurück in den Ansaugtrakt und habt dadurch quasi vor der Turboladerschaufel dann den Druck anliegen und verliert die Luft nicht. Aber auch gerne mal ein Ding, wo kaputt geht. Ja, also es wäre nicht das erste Mal, dass so ein Ventil kaputt geht. Und wenn das undicht ist oder nicht richtig schließt, dann habt ihr Leistungsverlust. Besonders dann im sage ich mal, ja, es kommt darauf an, wie weit offen das ist, aber im höheren oder mittleren, oberen Drehzahlbereich merkt ihr, dass ihr da wenig Leistung habt. Dann könnt ihr mal so ein Ding mal anschauen. Ein Schubumluftventil, nicht ganz einfach zu diagnostizieren, weil der Teil quasi im Turbo sitzt und elektrisch funktioniert das meistens. Und das ist ja quasi die Federkraft, die klemmt. Kommen wir zu den Saugrohrdruck- oder Ladedrucksensoren. So sehen die Kollegen aus. Nichts Wildes, da ist ein Temperatursensor. Ihr seht, hier vorne ist ein Temperaturfühler eingebaut, also so wie bei dem hier auch. Da vorne, ja, da oben ist ein Temperaturfühler und ein, sage ich mal, irgendwo eine Öffnung, und die misst den Ladedruck. Die Dinge gehen wirklich oft kaputt, muss ich sagen. Also ich habe schon öfters Fahrzeuge gehabt, die entweder schlechte Leistung hatten, Turboladerfehler, irgendwelche anderen Probleme mit Motorlauf und Unterleerlauf. Und ja, ein paar Anschlüsse, wie gesagt, einmal für die Spannungsversorgung, dann haben wir insgesamt 4 Anschlüsse, Spannungsversorgung plus minus, dann haben wir einmal Signal für Temperatur und einmal Signal für den Ladedruck. Und wie ihr das merkt, einfach in den Ist-Werten schauen, was der tatsächlich sagt und was ihr für einen Umgebungsdruck habt. Also wenn der Sensor in den Ist-Werten sagt, beim stehenden Fahrzeug, wir haben 800 Millibar und ihr habt einen Atmosphärendruck von tatsächlich 980 und 960, sowas, dann kann das natürlich nicht stimmen und daher kommen dann die falschen Werte und Gemischzusammensetzungen sind nicht falsch und so weiter und so fort. So,
Das hier ist ein Rail-Drucksensor. Der sitzt in einem Hochdruck-Rail, da sind 1000, 2000, 2500 Bar. Und der misst den Druck im Rail, also plus minus und eine Signalleitung. Die Dinger gehen relativ selten kaputt. Was man aber bei diesem Sensor besonders falsch machen kann und was das Fatale wäre, und das ist auch nämlich bei diesem Fall so gewesen, ein Sensor, wenn der in einen Metallkörper eingeschraubt wird, mit Kraft sage ich mal, hat er ein Anzugsdrehmoment. Ihr müsst das Anzugsdrehmoment beachten, weil wenn ihr diesen Sensor zu stark anzieht, verzieht er sich und misst falsche Werte, weil wir haben da drin eine Sensorplatte, die quasi diese Druckausdehnung misst. Und der Sensor wurde zu fest angezogen, die Werte sind verfälscht gewesen und dann haben die Drücke im Rail nicht gepasst. Das Auto lief schlecht. Dann kommen wir mal zu diesen Kollegen. Da gibt es nämlich auch einige davon. Die hier oder die hier. Man kann die Drehzahlsensoren, also das ist so der ganz alte Fall, das ist ein Drehzahlsensor im Getriebe, der hat dann quasi über einen mechanischen Antrieb eine elektrische Spannung ausgegeben, das sind 3 Pins, plus minus und eine Signalleitung und der hat sich gedreht im Getriebe und hat dadurch die, zum Beispiel die Drehzahl vom Getriebe oder vom Motor abgegeben. Je nachdem, man kann das also in mehrere Varianten verwenden. So, und wenn der Motor sich dreht und ihr dann eine Welle im Block irgendwo habt, könnt ihr eine Drehzahl ausgeben. Ihr könnt es zum Beispiel auch als Tachosignal verwenden. Also da gibt es wirklich viele Verwendungen dafür, aber das war so das alte elektromechanische Bauteil, wo eingebaut worden ist. Das ist natürlich auch ein Drehzahlsensor, auch dreipolig und wird quasi zwischen das Rad verbaut, dann läuft da ein Magnetring. Also wir haben einen großen Unterschied zwischen den Sensoren. Ihr seht, hier sind auch wieder 3 Pins. Ja, das kann man auch als Drehzahlsensor vom Motor, vom Getriebe, von der Hinterachse. Man kann das auch als Raddrehzahlsensor verwenden. Und das weiß ich zum Beispiel, das ist ein Nockenwellensensor, auch wieder 3 Pins. Und hier haben wir auch einen Sensor, einen Drehzahlsensor, das weiß ich jetzt. Und der hat nämlich 2 Pins, soweit ich weiß. Ja, so, da sind 2 Pins, da sind 3 Pins. Und was ein totaler Irrglaube ist, und da muss ich einigen Berufsschullehrern auf die Finger klopfen und sagen, ihr könnt nicht pauschal sagen, dass ein Sensor mit 2 Anschlüssen, mit 2 Pins, immer ein passiver Sensor ist und einer mit 3 Anschlüssen ein aktiver Sensor ist. Das stimmt so nicht, denn der dritte Pin kann auch eine Schirmung sein. Es ist oft so, dass in neuen Fahrzeugen zweipolige Stecker verwendet werden für einen aktiven Sensor. Er nimmt die Masse als Signal. Und das ist ein Irrglaube und fallt da bitte drauf nicht rein. Und es geht hauptsächlich darum, also die Leute sagen, dreipolig heißt, es ist ein aktiver Sensor, das heißt, er hat eine Spannungsversorgung, also plus minus und einmal eine Signalleitung und das ist ein Hall-Sensor. So, und ein zweipoliger ist immer ein passiver, das heißt, er erzeugt die Spannung selbst. Wenn dann ein Metallring, also der Unterschied ist, bei einem passiven Sensor läuft ein Metallring vorbei und erzeugt eine Spannung durch den Magnet und den Eisenkern. So, und bei einem aktiven Sensor, da habt ihr das Ganze nicht. Da habt ihr ein Magnetring, also kein Metall, sondern ein Magnetring, der vorbeiläuft und durch das positive, negative erkennt er in diesem Hall-Sensor oder Hall-IC, dass da eine Magnetfeldveränderung stattfindet und gibt dann quasi Signale ab, ja, und wandelt die noch um. Also Berufsschullehrer aufpassen, dreipolig kann auch eins eine Schirmung sein und das stimmt nicht ganz, gell? Dass ein zweipoliger kann sowohl als auch. Falls euch der Berufsschullehrer oder irgendjemand anders das nicht glaubt, dann geht einfach mal hin und schaut mal bei BMW, ist es gang und gäbe, ist relativ schnell zu finden, wählt irgendein BMW, Baujahr 2010 aufwärts aus und schaut mal die Raddrehzahlsensoren an, die sind nur zweipolig. Das nächste Ding ist ein Achssensor oder Achspositionssensor. Und zwar geht es darum, wir wollen wissen, wie weit die Achse eingetaucht ist.
Also wenn die Achse jetzt ausgefedert ist oder eingefedert ist oder ein Niveausensor sagt man auch dazu. Es ist sehr wichtig, entweder fürs Luftfahrwerk, um die Höhe zu quasi korrigieren vom Fahrzeug her, oder für das Licht. Denn ihr braucht ja für die automatische Leuchtweitenregulierung ja irgendwo eine Position an der Achse, damit ihr wisst, wie hoch oder wie tief das Auto ist. Ihr habt da natürlich auch ganz schön viele Pins. Ihr habt insgesamt 6 Pins. Und da laufen einige, das sind, soweit ich weiß, 2 doppelläufige Potis und ihr habt da ein bisschen Signalspannung. Teilweise ist es sogar ein Steuergerät, das heißt, ihr bekommt über die Pins sogar ein Datensignal. Also im Groben und Ganzen einfach so ein Achssensor, dass ihr sowas mal gesehen habt. So sieht es aus mit so einem Hebel und da ist ein Poti drin. Genau. Kommen wir mal zu den pneumatischen Druckwandlern oder Ladedruckregelventilen, die über einen anliegenden Unterdruck den Unterdruck weiterschalten an den Turbolader, an irgendwelche AGR oder irgendwelche Umschaltknappen, die pneumatisch betätigt werden. Leider habe ich jetzt ein Exemplar, das ich zeigen wollte, nicht da, aber ich kann es euch erklären. Und zwar, beide Ventile haben 2 Anschlüsse. Auch jetzt gehen wir mal davon aus, es hätte jetzt nur 2 insgesamt, also nicht nur elektrisch 2, sondern vorne und hinten bloß quasi, wir müssen mal wegdenken. Es gibt nämlich die Möglichkeit, entweder wir haben 0, also binär, entweder ein oder aus, also der Druck ist 0, wird geschalten 100% durch, oder wir haben ein getaktetes Ventil. Und zwar gibt es dann eine Belüftung, so wie hier, Belüftungsposition, und wenn man dann dieses Ventil taktet, dann kann man Drücke von 0 bis 1 Bar, also Unterdruck oder unter Atmosphäre, kann man dann an dem Ventil einstellen. Das sind dann so getaktete Ventile, das erkennt man an den 3 Anschlüsse. Das ist hier so ein Belüftungskasten mit so einem Filter. Also wenn man ein Ventil hat mit so 3 Anschlüssen, dann wird es sehr wahrscheinlich sein, dass es getaktet wird. Auch ein Kandidat, der oft kaputt geht, sind die Differenzdrucksensoren. Es gibt sogar teilweise 2 Differenzdrucksensoren in den heutigen Autos und die messen nichts anderes wie den Druck im Partikelfilter oder im generell vor einem Filter zur Außenluft. Nämlich über diesen Sensor errechnet das Steuergerät, wann die Regeneration angestoßen wird oder ob ein Partikelfilter defekt ist oder wir irgendwie ein Problem damit haben. Und die Dinger gehen mal gerne kaputt. Also die, ja, durch den Ruß und durch die Temperaturen, die da entstehen, verstopfen die oder geben irgendwelche falsche, komische Werte ab. Und bei jedem Partikelfilterwechsel den Differenzdrucksensor erneuern, gell? Und schaut, ob dass die Leitung auch frei ist. Also auch 3 Anschlüsse, nichts Besonderes, plus, minus und Signal, wie gehabt. Ja, das Anlernen noch. Ihr müsst eine Initialisierung oder eine Grundeinstellung durchführen, falls ihr diesen Sensor tauscht. Dann haben wir noch einen, der befindet sich eigentlich im Innenraum, ein Stellmotor für Umluftklappe, für Warm- bzw. Mischluftklappen, für irgendwelche Luftklappen in der Heizungsanlage, also innen drin, in diese HVAC-Unit sagt man auch dazu, oder Gebläsekasten. Und dieser Motor wird überwacht, der hat auch einige Anschlüsse, wie ihr das seht. Ja, der hat 1, 2, 3, 4, 5, teilweise 6 Anschlüsse. Und dieser Sensor kann mit diesem Schrittmotor, so wie in dem einen letztens auch, kann er bestimmte Positionen anfahren. Ich habe für euch mal diesen Motor aufgemacht und dann seht ihr, wie das dann verstellt wird. Also über einen kleinen Elektromotor, ja, das lässt sich natürlich jetzt schwer drehen, aber wird dann quasi das hier verstellt und stellt sich dann auf eine bestimmte Position ein. Und das wird dann über diese Platine, über die Elektronik eingestellt und es gibt auch immer eine Rückantwort, in welcher Position sich das Ganze befindet. Also die Dinger sind wirklich auch gerne kaputt. Irgendwie funktioniert dann die Umluftklappe nicht oder irgendwie warm-kalt funktioniert nicht, sowohl mechanisch, elektrisch, irgendwelche Zahnräder brechen da ab. Also die Dinger sind auch oft kaputt und bekannt, was das Ganze angeht. Das sind meine vorletzten Sensoren. Das sind, ihr wisst es bestimmt, PDC-Sensoren, also Park Distance Control, also Einparkhilfe. So sehen die aus. Auch mit 3 Anschlüssen, gehen auch gerne mal kaputt. Und die Besonderheit von diesem Sensor ist, die funktionieren mit einem Piezo
Element. Und zwar wird dieses Ultraschallgeräusch oder dieser Ultraschall über ein Piezokristall ausgesendet. Das wird dann quasi kurzzeitig bestromt und durch diese Bestromung wird dann Ultraschall erzeugt, das quasi über die Empfängerdiode wieder quasi beim Zurückprallen wieder aufgefangen wird. Gehen gerne kaputt, manchmal blöd zum Hinkommen. Jetzt kommen wir zu diesem Spezialsensor. 2 Anschlüsse. Wo könnten der drin stecken? Das steckt in einem Wischwasserbehälter, könnte aber auch in einem Kühlflüssigkeitsbehälter drin stecken. Und zwar ist es die Anzeige fürs Wasser oder Wischwasser. Wie das Ganze funktioniert, ich kann euch das mal anhand meines Tesas zeigen. Und zwar folgendes. In diesem Tesa-Streifen, sagen wir mal hier, ist ein Magnet positioniert. Hier drin ist ein Reed-Kontakt. Das heißt, da ist ein Rohr eingebaut, ein großes Rohr, in dem quasi das hier schwimmen kann. Hoch oder runter. Ja, also runter oder hoch. Also der Behälter ist voll, ihr benutzt die Wischwaschflüssigkeit. Der Stand geht runter, taucht quasi ein, berührt den Reed-Kontakt, der Reed-Kontakt schließt und meldet dann ans Steuergerät oder das Kombi-Instrument, hey, mein Wischwasser ist leer, bitte auffüllen. Also, das ist nichts anderes wie ein Reed-Kontakt. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Das ist schon das Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt was dazugelernt und kennt schon mal so grob die Typen der Sensoren und wie das Ganze funktioniert. Und falls ihr Fragen habt oder irgendwas nicht versteht, ich versuche es, ich muss sagen, relativ einfach zu erklären. Ich versuche nicht tief ins Detail zu gehen, dass vielleicht etwas zu kompliziert wird. Aber genau, schaltet ein. Ich werde auch noch andere Arten von Videos hochladen, die etwas tiefer ins Detail gehen oder auch von dem Thema her etwas anders gestaltet sind. Bis zum nächsten Mal.